Hallo Freunde, für die Urkunde brauchte ich diesmal nicht sehr viel tun. Ich habe wenig gesegelt, dafür viel mit dem Kameraboot gemacht. Wo? Ja, beim Eurocup der Micromagic in Marienbad in Tschechien. Und von diesem Treffen von 15 Seglern der Micromagic über 2 Tage bei wenig Wind, viel Wärme und mit viel Spaß, darüber berichte ich euch heute. Der Veranstaltungsort des Eurocup der Micromagic war der See Regent, der in der Nähe von Marienbad in der Tschechei liegt. Anreise war kein Problem, Schild war klar und hier habt ihr einen ersten Überblick über das Veranstaltungsgelände. Christian hatte seine Drohne dabei und kann uns das Gelände hier natürlich perfekt zeigen. Ihr seht unten die Startstelle. Das Gelände des Yachtclub Regent ist ziemlich groß. Einige der Vereinsmitglieder wohnen auch übers Wochenende oder so in eigenen Häuschen auf dem Gelände. Und hier kommt der Platz für die Wohnmobile in Sicht, auf dem man sich hätte niederlassen können. Ein letzter Rundblick über die Location zeigt den See eingebettet in eine leicht hügelige Landschaft. Sehr ruhig, wie gesagt, ländlich, viel Wald. Es war einfach ein klasse Erholungsort für uns. Wobei es das Wort Erholung ja eigentlich nicht trifft, immerhin war es eine Regatta. Und so starteten wir am Samstagmorgen mit der üblichen Skipperbesprechung. Danach gab es das Gruppenfoto und mit einem zünftigen Kanonenschuss wurde die Veranstaltung eröffnet. Ja, man sammelte sich an der Startstelle, Boote bereit machen, testen, Einstellungen ausprobieren und mal die Gewässer kennenlernen. Auch das Kameraboot drehte seine ersten Runden, war ja neu gebaut und noch nie eingesetzt worden. Dieser Eurocup war seit 2018 der erste wieder und insofern interessant, als hier erstmalig die New Micromagic der Firma Hacker im Feld zum Einsatz kam. Also guter Grund für eine umfassende Kontrolle, inwieweit die Vorschriften der Micromagic International Klassenregeln eingehalten wurden. Dieser Aufgabe widmeten sich Gerd und Wiebrand. Es gab keine besonderen Abweichungen und alle Boote konnten zugelassen werden. Dann war es Zeit für unsere Rennleitung, nämlich Jan Hück und Václav Vanek, sich in Position zu bringen. Es wurden noch kleine Korrekturen an der Regattastrecke vorgenommen und dann ging der erste Start über die Bühne. Mit dem Kameraboot haben wir versucht, das Geschehen auf dem Wasser aus etwas näherer Perspektive zu dokumentieren. 5, 4, 3, 2, 1, start! Die Videos, die ich mit dem Kameraboot aufnehmen konnte, waren noch nicht so ganz zufriedenstellend. Vor allen Dingen war die Ausbeute relativ gering. Für 1 Stunde Fahrerei kamen hinterher etwa 5 Minuten Videomaterial zustande. Und diese Aufnahmen zeige ich euch jetzt. Die Windverhältnisse am Samstagvormittag waren noch recht gut, sodass die Lufttonne und die Ablauftonne entsprechend gut erreichbar waren und auch der Vorwind zum Leegate kein großes Problem darstellte. Die Mittagspause zur allgemeinen Stärkung verbrachten wir im Vereinslokal direkt am See. Dann ging es mit frischem Schwung und gut gestärkt wieder raus an die Startstelle und die nächsten Läufe des Samstagnachmittags konnten in Angriff genommen werden. 3, 2, 1, start! Im Laufe des Samstagnachmittags ließ der Wind nach und das Erreichen der Lufttonne war da schon eine Menge Arbeit. Bei dieser Arbeit wurden die Segler vom Kameraboot begleitet. Aber letztlich sind alle Segler mit den Windverhältnissen, insbesondere des Samstagnachmittags, gut zurechtgekommen. Wir konnten so 10 Läufe werten, 2 mussten wir abbrechen, da die Windverhältnisse irregulär waren.
Hier geht's nun zurück an die Startstelle, nachdem der Zieldurchlauf geschafft ist. Ganz zufrieden konnten wir dann gegen 17 Uhr am Samstag den Regattatag beenden. Nach der Auswertung lag dann die erste Ergebnisliste vor. An dem noch kühlen Sonntagmorgen trafen wir uns um 10 Uhr zur Skipperbesprechung und dann ging's an den nächsten Regattatag. Hier sind unsere niederländischen Freunde beim Vorbereiten ihrer Boote und beim Testen. Und bevor es losgeht, kümmert sich Václav nochmal um die Position der Lufttonne. Als das geschafft war, hieß es, nun Boote ins Wasser. Es folgt wie üblich der Wettkampf um die beste Ausgangsposition an der Startlinie. Und dann heißt es, die beste Linie in der Kreuzrichtung Lufttonne zu finden, nicht so einfach. Es klappte gut mit den Rennen am Sonntag. Trotz einer Mittagspause hatten wir um 14 Uhr weitere 7 Läufe geschafft. Also Zeit, das Podium in Angriff zu nehmen und dort die Sieger unseres Eurocups der Micromagic des Jahres 2023 zu platzieren. Gerd Middel aus den Niederlanden erreichte den ersten Platz, Zdeněk Pavlicek aus der Tschechei den zweiten und Jan de Best komplettierte auf dem dritten Platz das Podium. In der Nationenwertung erreichten die Niederländer mit ihrem Team den Platz 1, die Tschechen kamen auf Platz 2 und die Deutschen erreichten den dritten Platz. Mit einem großen Dankeschön an unsere tschechischen Gastgeber und diesem Gruppenfoto endete dann der Eurocup der Micromagic im Jahre 2023. Wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr an einer anderen Location zu einem nächsten Eurocup wiedersehen werden. Das war's. Ich hoffe, wie gesagt, der Bericht hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns demnächst. Ciao.